Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für Enchiladas mit einer Hackfleischfüllung. Dafür benötigen wir zunächst Tortilla Wraps. Die könnt ihr entweder kaufen oder ganz einfach selber machen. Für 6 Wraps 375 Gramm Mehl, 185 Milliliter Wasser, 35 Milliliter Öl und einen gestrichenen Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und dann mit einer Küchenmaschine oder den Händen für ca. 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Als nächstes eine Kugel aus dem Teig formen und anschließend in 6 ungefähr gleich große Stücke schneiden. Die Teigstücke danach zu kleinen Kugeln formen, dafür jedes Teigstück unter den Handflächen mit kreisenden Bewegungen rund wirken, bis ihr solche Bällchen geformt habt. Wenn das erledigt ist, die Arbeitsplatte leicht einmehlen und jetzt die Teigkugeln nacheinander zunächst im Mehl wenden, mit den Händen etwas flach drücken und dann mit dem Nudelholz kreisrund auf die Größe eines Tellers ausrollen. Zum Schluss kann man den Teig zusätzlich noch wie einen Pizzateig mit den Händen etwas auseinanderziehen. Danach eine große Pfanne ohne Öl oder Fett erhitzen, die Teigfladen in die Pfanne geben und zunächst von einer Seite bei mittelhoher Hitze etwa 1 Minute ausbacken. Sobald auf der Teigoberfläche kleine Bläschen zu sehen sind, können wir den Fladen einmal wenden und für eine weitere Minute zu Ende backen. Die fertigen Wraps auf einem Teller stapeln und mit einem feuchten Küchentuch bedecken. So bleiben die Wraps weich und wir können sie später besser aufrollen. Weiter geht's mit der Hackfleischfüllung. Dafür als erstes eine Zwiebel abziehen und in feine Streifen schneiden. Außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Als nächstes eine Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze 1 bis 2 Minuten glasig anschwitzen, gelegentlich mal umrühren und wenn das erledigt ist, können wir das Hackfleisch dazugeben. Ich habe hier 500 Gramm Rinderhack. Das Hackfleisch jetzt unter gelegentlichem Wenden krümelig anbraten. Danach die Gewürze dazugeben, je einen Teelöffel Kumin, gemahlenen Koriander, Paprikapulver edelsüß und Oregano. Außerdem eine Dose Mais, schwarze Bohnen und gehackte Tomaten. Alles kurz unterrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und kurz mit anbraten. Und danach sind wir im Prinzip auch schon fertig. Jetzt nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Füllung danach vom Herd ziehen und zur Seite stellen. Zum Schluss bereiten wir noch eine tomatige Enchilada-Soße zu. Dafür 40 Gramm Butter in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Sobald die Butter komplett geschmolzen ist und anfängt zu schäumen, 40 Gramm Mehl dazugeben, Mehl und Butter mit einem Schneebesen verrühren und für etwa 1 Minute unter Rühren anschwitzen. Danach 250 Milliliter Gemüsefond dazugeben, klumpfrei unterrühren, dabei die ganze Zeit rühren und sobald die Masse deutlich andickt, kommen die restlichen Zutaten dazu, 250 Milliliter passierte Tomaten, je einen halben Teelöffel Zwiebel- und Knoblauchpulver und einen Viertel Teelöffel Cayennepfeffer. Die Soße danach zum Kochen bringen, unterrühren für 1 bis 2 Minuten köcheln lassen und zum Schluss noch mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Danach können wir die Wraps belegen. Dafür als erstes 1 bis 2 Esslöffel Tomatensauce auf den Wraps verstreichen. Als nächstes mit einer ordentlichen Portion der Hackfleischfüllung belegen und zum Schluss noch etwas Käse über die Füllung verteilen. Die Wraps danach straff aufrollen und in eine passende Auflaufform setzen. Den Boden der Auflaufform zunächst mit etwas Tomatensauce einstreichen und die gefüllten Enchilada-Rollen danach nebeneinander in der Form platzieren. Zum Schluss den Rest der Tomatensauce auf den Enchilada-Rollen verstreichen. Alles nochmals mit etwas geriebenem Käse bestreuen und danach kommt die Auflaufform
in den vorgeheizten Backofen für 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Die fertigen Enchiladas anschließend aus dem Ofen holen. Der Käse auf der Oberfläche ist richtig schön geschmolzen. Und danach können wir die Enchilada-Rollen servieren. Dafür einfach 1 bis 2 Rollen auf einem Teller anrichten. Zum Schluss noch mit etwas frisch gehacktem Koriander garnieren. Und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.